Hallo meine Freunde, hola Madridistas, der Fall Negreira eskaliert. Real Madrid mit einem offiziellen Kommuniqué an die UEFA, wo sie eine harte Bestrafung für den FC Barcelona verlangt. Unter anderem die Aberkennung der Titel und eine Sperre für die Champions League. Was da los ist, die Grundlage etc., was da alles passiert ist, schauen wir uns in diesem Video natürlich genau an. Und danach unterhalten wir uns über einen sehr schmerzhaften Verkauf von Real Madrid. Wie wir alle wissen, Real Madrid hat einige Neuzugänge bereits unter Dach und Fach gebracht, aber da soll es ja nicht aufhören. Ein José Mourinho möchte noch einen Innenverteidiger, einen Mittelfeldspieler. Und ja, ein Florentino Perez plant immer noch nach der WM einen Großangriff auf Michael Olise. Ja, und das Ganze muss ja irgendwie finanziert werden. Und neben der üblichen Verdächtigen, die Real Madrid verlassen soll, ich glaube, die kennen wir inzwischen alle, stehen jetzt auch zwei absolute Weltklasse-Spieler vielleicht zum Verkauf. Und hier reden wir über absolute Stammspieler. Aurélien Tchouaméni und Fede Valverde. Das berichtet die AS. Was da los ist, schauen wir uns natürlich genau an. Also, all das und noch viel mehr in diesem Video. Viel Spaß dabei. Ja, bei diesen ernsten Themen, die uns heute bevorstehen, würde ich sagen, fangen wir erstmal mit etwas Lustigem, etwas Schönem an, was die WM uns bereits geschenkt hat. Und sogar ich als Spanier muss das eingestehen, denn es geht um Cap Verde, genauer gesagt um Vozinha, den 40-jährigen Torwart, der die gesamte Welt verblüfft hat mit seinen unglaublichen Paraden gegen Spanien. Ja, und ich hatte euch berichtet, der hatte fast 2 Millionen Follower auf Instagram. Heute Morgen noch frisch für euch geguckt, inzwischen sind es 14 Millionen Follower. Der hat andere Riesensportler um Längen überholt. Der Torwart von Cap Verde, wie kann sowas überhaupt möglich sein? Also, Respekt dafür und schaut euch mal an, was Cap Verde mit ihm gemacht hat oder was sie da aufgebaut haben. Was für schöne Bilder da. Also, wie gesagt, ich sage immer wieder das Gleiche. Ich verstehe die Kritiker an einer WM, die sagen 48 Mannschaften, das ist viel zu viel. Es gibt Spiele, die gehen 7-0 aus. Aber diese Geschichten, die sind so schön und die schreibt nur der Fußball. Und ich bin froh, dass ein Cap Verde bei der WM dabei ist. Und ich sage das als Spanier, ich kann es nicht glauben. Aber wie dem auch sei, das ist der perfekte Übergang, denn kommen wir zu Marios WM-Ecke. Ja, und starten wir da mit einem Tschechien gegen Südafrika. Im Endeffekt trennen die Europäer und die Afrikaner sich mit 1:1. Und ich persönlich finde, das war das gerechte Ergebnis. Die Tschechen waren früh in Führung gegangen, die Südafrikaner haben spät den Ausgleich geschafft. Aber im Großen und Ganzen war das verdient. Die Punkteteilung geht in Ordnung. Danach hat die Schweiz gegen Bosnien-Herzegowina, ja, die Chancen, die sie gegen Katar ausgelassen haben, haben sie gegen Bosnien-Herzegowina zuerst auch ausgelassen. Da stand es in der 74. Minute noch 0:0. Ja, Endstand 4:1. Also die letzten 15, 16 Minuten waren der absolute Wahnsinn. Die Schweiz hat das aber auch von A bis Z verdient. Und die Schweizer, es wird nicht so einfach, die aus dem Turnier zu schmeißen. Ja, meine Meinung. Dann kommen wir zu Kanada gegen Katar. Ja, die wohl unschönste Szene bis jetzt aus der WM. Der Spieler Kone heißt er, glaube ich, von Kanada mit einer schweren Verletzung, Fraktur da, ich glaube Wadenbein etc. Sah ganz, ganz schlimm aus, der Fuß hing. Nicht für leichte Nerven, schaut euch das nicht an. Kanada hat es so gut es ging sich auf dem Feld gerecht und hat mit 6:0 gegen Katar gewonnen. Ja, also haben sie, die Kanadier stehen mit 1,5 Beinen wahrscheinlich schon im Achtelfinale der WM. Naja, mal schauen, wie es weitergeht. Und zu guter Letzt hat Mexiko, unverdient, glücklich, formulieren wir es mal so, mit 1:0 gegen Südkorea gewonnen. Südkorea hatte die besseren Statistiken. Südkorea hätte dieses Spiel nicht verlieren müssen. Formuliere ich das Ganze mal so. Ja, das waren die Spiele von gestern. Heute geht es weiter mit den USA gegen Australien. Die Australier mit dem absoluten Überraschungssieg gegen die Türkei. Mal schauen, wie die sich heute gegen den Gastgeber schlagen. Dann um 0 Uhr Schottland gegen Marokko. Das heißt, ab 12 Uhr können wir Brahim beim Fußballspielen zuschauen. Dann Brasilien gegen Haiti. Das Ganze um 2:30 Uhr. Und ich werde dieses Spiel nicht gucken, denn
nennt mich verrückt, nennt mich bescheuert, aber heute um 5 Uhr spielt ein Türkei gegen Paraguay. Und ein Arda Güler hat wahrscheinlich eines der wichtigsten Spiele bisher in seiner Karriere vor der Brust. Ich möchte ihn unterstützen und ich werde alles dafür tun, dass ich heute um 4:30, 4:45 wach bin, um einen Live-Watch-Along mit euch zu machen. Jeder, der so verrückt ist und mit mir Türkei gegen Paraguay schauen möchte, ist herzlich eingeladen. Ich freue mich drauf. Also, das war heute Marius WM-Ecke. Ja, und kommen wir jetzt zu einem der 2 Hauptthemen in diesem Video, und zwar der Fall Negreira. Und ich würde sagen, El Chiringuito hat mal so zusammengefasst, was im letzten Monat passiert ist. Schauen wir uns das zusammen einmal an. Wenn im letzten Monat etwas wieder aufgeflammt ist, dann der Krieg zwischen Real Madrid und Barça wegen des Falls Negreira. Alles begann am 12. Mai mit einer Pressekonferenz von Florentino Pérez in Valdebebas. Wir stehen auch vor einem Korruptionsfall wie dem Fall Negreira, dem größten Korruptionsfall, den es in der Geschichte je gab. Ich bin hierher gekommen, um zu kämpfen und Madrid zu verteidigen. Nicht damit sich Schiedsrichter mit dem Geld von Barcelona bereichern. Dafür bin ich nicht hier. Ich habe nur 7-mal die Champions League gewonnen, das ist wenig, ich weiß, und 7 Meisterschaften, das ist das Schlimme. Ich hätte 14 gewinnen können, denn die anderen wurden mir gestohlen. Der FC Barcelona reagierte prompt und gab eine Stunde später eine Erklärung ab. In Bezug auf die vom Präsidenten von Real Madrid, Florentino Pérez, einberufene Pressekonferenz teilen wir mit, dass unsere Rechtsabteilung seine Äußerungen und Anschuldigungen sorgfältig prüft. Am nächsten Morgen schickte Rafa Juste erneut eine Nachricht an Florentino Pérez. Er wird schon wissen, wir werden uns verteidigen. Rote Linien darf man niemals überschreiten. Und dieser Mann hat sie gestern überschritten. Und den Club rührt niemand an. Am selben Abend interviewte Josep Pedrerol exklusiv den Präsidenten von Real Madrid auf La Sexta. Hallo zusammen. Florentino Pérez, guten Abend. Guten Abend. Wobei er seinen Standpunkt zum Fall Negreira erneut verdeutlichte. Barça droht damit, Sie zu verklagen. Nun, das sollten Sie ruhig tun. Wenn man merkt... Hören Sie, es gab sieben Meisterschaften, die man ihm gestohlen hat. Nun, das ist so eine Redensart, das stimmt. Ich kann nicht... Es ist einfacher, eine Champions League zu gewinnen als eine Meisterschaft, aber das ist auch Unsinn, denn das passiert in keinem Club der Welt. Ich möchte, dass die Justiz in diesem Fall tätig wird. Wir werden nächste Woche der UEFA die gesamte Dokumentation dieser Jahre vorlegen und das ist eine sehr wichtige Dokumentation. Aussagen, die man bei Barça weiterhin verübelte und die den amtierenden Vizepräsidenten Rafa Juste so explodieren ließen. Sehen Sie, als der Präsident von Real Madrid in einer dantesken Pressekonferenz, die für mich eine beschämende Pressekonferenz war, uns beschuldigte, dass die Meisterschaften gekauft waren, dass wir sie dank der Schiedsrichter gewonnen hätten, dass Negreira... Ich möchte Ihnen heute eines sagen. Unsere Rechtsabteilung hat bereits die rechtlichen Schritte eingeleitet, die wir gegen Real Madrid und gegen die Person ihres Präsidenten unternehmen werden. Wir sehen uns vor Gericht. Vertrauen Sie uns, wir werden gegen Sie vorgehen, denn wir sind im Recht. Ich habe genug von diesen Heulsusen. Heute Morgen ist der Weiße Club noch einen Schritt weiter gegangen und hat die Einreichung des Schreibens bei der UEFA bestätigt. Real Madrid teilt mit, dass man im Zusammenhang mit dem sogenannten Fall Negreira bei der UEFA ein Schreiben an deren Disziplinarorgane eingereicht hat. Die UEFA wird aufgefordert, disziplinarische und wiederherstellende Maßnahmen zu ergreifen. Und noch heute Nachmittag hat Barça reagiert und einen formellen Brief an die Liga, den Verband und das Schiedsrichterkomitee wegen der Aussagen von Florentino Pérez geschickt. Der FC Barcelona fordert, dass umgehend die nötigen rechtlichen und verbandlichen Schritte gegen Herrn Pérez eingeleitet werden. So verlief der Fall Negreira im vergangenen Monat. Eines scheint klar, es geht weiter. Ja, ich finde, die Jungs haben das sehr, sehr gut zusammengefasst. Real Madrid hat ein öffentliches Statement an die UEFA gemacht. In dem Statement steht: Real Madrid gibt bekannt, dass der Verein im Zusammenhang mit dem sogenannten Fall Negreira einen Brief an die UEFA und deren Disziplinarorgane gerichtet hatte. Das hatte ein Florentino Pérez ja im Wahlkampf versprochen. Es scheint so, als wenn er seine Wahlversprechen einhält. Der wäre kein guter Politiker.
Naja, wie dem auch sei, er hat gesagt, er wird im Fall Negreira kämpfen, er wird ein Dossier einreichen. Dieses Dossier hat Real Madrid inzwischen eingereicht. In diesem Dokument hat der Verein die UEFA über das Vorhandensein relevanter Beweise informiert, die bereits von Anfang an bekannten Hinweise auf die Existenz langwieriger, undurchsichtiger Zahlungen ohne nachweisbare Rechtfertigung, die der FC Barcelona über verschiedene Unternehmensstrukturen an den ehemaligen Vizepräsidenten des Technischen Komitees der Schiedsrichter, José María Enrique Negreira, geleistet hat, endgültig untermauern. Das heißt, Real Madrid hat die Beweise in dem Dossier, ist bewiesen, dass diese Zahlungen stattgefunden haben und der FC Barcelona keinerlei Erklärung für diese Zahlungen hat. Der Fall ist inzwischen fast 3 Jahre alt oder über 3 Jahre alt und der FC Barcelona konnte bis heute noch nicht beweisen, wofür sie den Vizepräsidenten der Schiedsrichter über 8 Millionen Euro bezahlt haben. Real Madrid betont, dass dieses Ereignis aus sportdisziplinarrechtlicher Sicht ein systematisches Risiko von äußerster Schwere für die Integrität der Wettbewerbe darstellen, da sie die Existenz einer Struktur unzulässiger Einflusses auf das Schiedsrichtergremium aufzeigen, die mit den grundlegenden Prinzipien der Wettbewerbsgleichheit, Neutralität, Unparteilichkeit und Unvorhersehbarkeit des sportlichen Ergebnisses unvereinbar ist. Ja, wie gesagt, Real Madrid hat klargemacht, mit diesen Zahlungen wurde bewiesen, dass der FC Barcelona, ob er es geschafft hat oder nicht, das spielt keine Rolle, das müssen alle einmal verstehen. Der FC Barcelona hat mit diesen Zahlungen versucht, Einfluss zu nehmen auf die Schiedsrichter. Und alleine dieser Versuch ist schon strafbar von der UEFA. Und das hat Javier Tebas damals auch 2 Tage nachdem der Skandal aufgeflogen ist gesagt. Er hat gesagt, wenn dieser Fall nicht verjährt wäre, wäre der FC Barcelona direkt zwangsabgestiegen. Das heißt, ob der FC Barcelona es am Ende geschafft hat, meiner Meinung nach, ja, die Statistiken sind da, die Zahlen sind da, man sieht die Diskrepanz zwischen roten Karten, gelben Karten für den Gegner, für sich selber, im Vergleich zu allen anderen europäischen Mannschaften. Den Vergleich habe ich am Anfang meiner YouTube-Karriere mal gemacht, könnt ihr ja gerne schauen, auch wenn das die Qualität des Videos noch nicht so war wie heute. Naja, wie dem auch sei, der FC Barcelona hatte ganz andere Statistiken, Schiedsrichterstatistiken als jede andere große Mannschaft in Europa und erst recht im Vergleich zu Real Madrid. Also für mich hat der FC Barcelona Einfluss genommen. Aber selbst wenn nicht, der Versuch der Einflussnahme ist schon strafbar. Ja, gefühlt versuchter Mord ist ja auch strafbar, ob das am Ende klappt oder nicht. Naja, lesen wir mal weiter. In diesem Zusammenhang hat Real Madrid die sofortige Wiederaufnahme des von der UEFA eingeleiteten Disziplinarverfahrens gefordert, da es inakzeptabel sei, dass sich diese Situation so lange hinziehe, weil ihr Fortbestehen die Glaubwürdigkeit des Fußballs, seiner Institutionen und seiner Führungskräfte ernsthaft beeinträchtigt und daher eine entscheidende, beispielhafte und sofortige Reaktion im sportlichen Bereich erfordern, unabhängig vom Ausgang des laufenden Gerichtsverfahrens. Und das ist auch klar, was ein spanisches Gericht im Endeffekt beurteilt, ist irrelevant für das, was der FC Barcelona, was bereits nachgewiesen wurde. Wie gesagt, die Zahlungen an den Schiedsrichter-Vizepräsidenten sind nachgewiesen. Es gibt keine Grundlage, es gibt auch keine Erklärung, die die UEFA akzeptieren würde oder irgendeine Mannschaft akzeptieren würde. Selbst Schiedsrichterberichte, nee, dafür darfst du nicht den aktiven Vizepräsidenten der Schiedsrichter nehmen. Weil alleine das, selbst wenn es Schiedsrichterberichte wären, und es sind keine, Luis Enrique und Valverde haben beide gesagt, wir haben solche Schiedsrichterberichte nie gesehen. Aber selbst wenn es Schiedsrichterberichte wären, hätte der FC Barcelona immer noch den Vizepräsidenten der Schiedsrichter bezahlt und man hätte den Eindruck, der hat den Mann, der die Karriere der Schiedsrichter mitentscheidet, ja, finanziell in der Hand. Formulieren wir es mal so, ja. Zu guter Letzt, unser Verein fordert daher die UEFA, in Ausübung ihrer autonomen und unabhängigen Befugnisse die geeigneten disziplinarischen und wiederherstellenden Maßnahmen zu ergreifen, um die Integrität, Transparenz und das ordnungsgemäße Ablauf des Wettbewerbes zu gewährleisten, ohne dabei unter keinen Umständen die Funktion der staatlichen Justizorgane zu ersetzen oder den Sachverhalt voreilig strafrechtlich zu bewerten. Real Madrid als Privatkläger an dem laufenden Strafverfahren beteiligt, wird in diesem Zusammenhang wie bereits von Beginn an in jedem Verfahrensphase die entsprechenden Schritte einleiten. Real Madrid bekräftigt seine Bekenntnis zur Wahrung der grundlegenden Werte des Sportes und wird weiterhin alle notwendigen Maßnahmen ergreifen, um sicherzustellen, dass Taten dieser Art nicht ungestraft bleiben. Und wie ihr gelesen habt,
wiederherstellende Maßnahmen. Das ist nett formuliert, aber das bedeutet nichts anderes, als die Titel, die der FC Barcelona gewonnen hat, sollen aberkannt werden. Das steht da quasi drin. Und Real Madrid macht auch nochmal klar, das, was ein spanisches Gericht am Ende beurteilt, was die Polizei nach Ermittlungen finden konnte. Wir wissen ja, im spanischen Schiedsrichter, im CTA, wurden ja stundenlang Dokumente vernichtet. Also, wir wissen auch, dass die spanische Föderation und die La Liga kein Interesse daran haben, allein aus finanziellen Gründen, dass der FC Barcelona hart bestraft wird. Man sieht ja auch, der Anwalt der La Liga und der Anwalt der spanischen Föderation haben im gesamten Gerichtsverfahren oder in dieser Voranhörung, in der wir gerade waren, haben die zusammen eine Frage gestellt. Allein der Anwalt von Madrid hat 15 Fragen gestellt. Man sieht, La Liga, spanische Föderation, die haben kein Interesse, dass der FC Barcelona bestraft wird. Wie gesagt, das wäre ein riesen Renommeeverlust und ein riesiger finanzieller Verlust. Der Clásico würde wegfallen, das würde Schande oder ja, das Renommee der spanischen Liga würde kaputt gehen. Und das möchte La Liga nicht und die spanische Föderation auch nicht. Aber das hat nichts mit Fair Play zu tun. Und die UEFA, die dürfte darauf keine Rücksicht nehmen und Real Madrid macht das klar. Ja, das war das Kommuniqué von Real Madrid. Was macht Madrid hiermit? Sie setzen die UEFA damit deutlich unter Druck. Die UEFA hat den Weg des geringsten Widerstands gewählt. Vor 3 Jahren hat Ceferin selber gesagt, das ist der größte Korruptionsskandal in der Geschichte des Fußballs. Und die UEFA, anstatt zu bestrafen, haben die dann gesagt, wir warten jetzt erstmal, was die spanische Justiz macht und dann entscheiden wir. Also den Weg des geringsten Widerstandes. Aber Florentino Pérez, Real Madrid hat der gesamten Welt, auch zu Zeiten der WM, also das Timing war clever gewählt, gezeigt, stopp UEFA, ihr könnt euch nicht darauf ausruhen. Für euch ist es nicht interessant, was ein spanischer Richter entscheidet. Für euch ist das interessant, was tatsächlich passiert ist. Die Zahlungen sind bestätigt und kein Mensch kann die Zahlungen erklären. Der FC Barcelona hat den Vizepräsidenten des Schiedsrichter bezahlt. Und das steht außer Frage, das ist bewiesen. Das haben auch die Präsidenten vom FC Barcelona etc., das haben die alle natürlich bestätigt, dass das passiert ist. Die versuchen ihre Ausreden zu finden. Unter anderem ein Scheck von 60.000 Euro für Aloe Vera wurde gefunden etc. Also absolut lächerlich hat der FC Barcelona sich bisher gemacht. Und die UEFA, die muss sich nicht auf die faule Haut setzen und warten, mal gucken, was die spanische Justiz entscheidet. Nein, der UEFA wurde jetzt die Pistole auf die Brust gesetzt und Madrid hat gesagt, so, ihr habt euer Verfahren auf Eis gelegt, aber jetzt sind die Beweise da. Wir zeigen euch die Beweise, wir bringen euch den Scheck über 60.000 für Aloe Vera, alle anderen Schecks, alles, was da nicht vorn und hinten nicht zusammenpasst. Wir zeigen euch, dass die Trainer Valverde und Luis Enrique beide gesagt haben, es gibt keine Schiedsrichterberichte. Wir zeigen euch, dass der Schiedsrichterpräsident bezahlt wurde, tut mir leid. Wir zeigen euch, dass dieser Mann Einfluss hatte auf die Karriere der Schiedsrichter. Macht euren Job. Ja, der FC Barcelona kann sich gegen das Schreiben an die UEFA nicht wehren. Das sind alles Tatsachen, die ein Florentino macht. Was der FC Barcelona jetzt versucht, ist eine riesige Rauchbombe. Die haben einen Brief an die spanische CTA, an La Liga und an die spanische Föderation geschrieben, damit sie Pérez bestrafen wegen seiner Pressekonferenz. Wow! Also, ist schon bitter, muss ich ganz ehrlich sagen, wenn das die einzige Waffe vom FC Barcelona ist. Anstelle, die haben anscheinend keine Beweise, um sich bei der UEFA zu verteidigen. Und können der UEFA nicht beweisen, hör mal, die 8 Millionen waren übrigens hierfür. Nee, da warten wir seit 3 Jahren drauf. Gibt keine Entschuldigung, gibt keine Beweise etc. Das Einzige, was es gibt, sind die bestätigten Zahlungen. Ja, bin ich gespannt, was eure Meinung zu diesem ganzen Fall ist. Ich habe mir etwas ausführlicher Zeit genommen, aber der Fall ist der diesen Kanal gegründet hat und ich hoffe, ihr verzeiht mir das. Und jetzt, damit wir nicht nur über Negreira reden, ja, einen Schocktransfer, den Real Madrid plant. Ich habe es euch schon gesagt im Vorwort, sehr viele Neuzugänge sind gekommen, sehr viele Neuzugänge sollen noch kommen und Real Madrid muss irgendwie Geld in die Kassen bekommen. Lesen wir uns mal durch, wie sie das machen wollen. Real Madrid erwägt einen größeren Verkauf im Mittelfeld. Der Verein schließt einen bedeutenden Abgang nicht aus, um die Verpflichtung des von Mourinho gewünschten Mittelfeldspielers zu finanzieren. Eine qualitative, hochwertige Box-to-Box-Mittelfeldspieler, der das Spiel nach vorne treibt. Die vom AS zuerst gemeldete Nachricht über Ceballos Einigung mit Real Madrid zur Vertragsauflösung ist erst der Anfang. Real Madrid plant angesichts der vielen Neuzugänge mehrere Abgänge, ist aber vor allem offen für einen bedeutenden Verkauf im Mittelfeld. Dieser Verkauf würde helfen, einen von Mourinhos Wünschen zur Kadervollständigung nach der Verpflichtung eines weiteren Innenverteidigers zu finanzieren. Also zunächst einmal ein weiterer Innenverteidiger, danach dieser gewünschte Spieler, Box-to-Box-Spieler, den ein José Mourinho sich wünscht.
Man sieht komplett, ein José Mourinho hat etwas, was ich so bei Madrid noch nie erlebt habe. Alle Transfers entscheidet er, gehen über seinen Schreibtisch. Also das hat den Xabi Alonso etc. nicht, ein Ancelotti auch nicht, der hat sich viele Spieler gewünscht. Aber ein José Mourinho hat die Schlüssel zu den Transfers von Real Madrid, das sieht man hier ganz deutlich. Die Verpflichtung eines erstklassigen Mittelfeldspielers, eines Box-to-Box-Spieler, der das Spiel lenken kann. 2 Namen stehen auf der Liste. Matheus Fernandes von West Ham und Enzo Fernandes von Chelsea. Vor allem aber prüft der Verein die Möglichkeit, den von Mourinho gewünschten Mittelfeldspieler zu verpflichten, ohne zuvor einen Schlüsselspieler abgeben zu müssen. Im aktuellen Kader befinden sich 2 Spieler mit hohem Ansehen und Marktwert. Camavinga und Tchouaméni. Camavingas Situation im Verein ist jedoch prekärer. Seine Zeit bei Real Madrid verlief eindeutig bergab. In dieser Saison kam er nur zu 43% der Spiele zum Einsatz. Viel zu wenig für einen Spieler, der 2024 im Champions League Finale gegen Dortmund in der Startelf stand. Der Franzose erhielt verlockende Angebote aus der Premier League und sogar informelle Anfragen von PSG. Real Madrid zahlte Rennes 40 Millionen Euro für ihn. Sein Wert ist also bereits vollständig in den Vereinsbilanz verbucht. Camavinga hat jedoch keinerlei Anzeichen dafür gegeben, dass er den Verein verlassen möchte. Ein weiterer Spieler, der bei Real Madrid derzeit großes Interesse weckt, ist Tchouaméni. Er gehört zu den Spielern, die in der zweiten titellosen Saison der Madrilenen ihre beste Leistung gezeigt haben. Im Sommer 2022 wechselte er für 80 Millionen Euro von Monaco zu Real Madrid. Wie bei Camavinga hat sich die Ablösesumme bereits vollständig amortisiert. Es bleibt abzuwarten, welchen taktischen Ansatz Mourinho verfolgen wird, welche Formation er bevorzugt und wie Tchouaméni in dieses System passen wird. Es bleibt abzuwarten, welche Auswirkungen der Streit zwischen Tchouaméni und Valverde auf die Kabine haben wird und ob die beiden dort miteinander auskommen können. Prinzipiell ist die Angelegenheit für beide Seiten geklärt. Valverdes Abgang gestaltet sich jedoch komplizierter, da der Verein ihn als zentrale Figur im Kader sieht und er aktuell als erster Kapitän fungiert. Der Uruguayer hat seit Ancelottis Abschied schwierige Monate bei Real Madrid durchgemacht, was den interessierten Verein nicht entgangen ist. Laut der Transfer-Website beträgt sein Marktwert 90 Millionen Euro. Das Transferfenster hat gerade erst geöffnet. Die Kader der europäischen Top-Teams werden noch finalisiert und Real Madrid muss Platz für seine Neuzugänge schaffen, indem es einige Spieler abgibt. Zudem benötigt der Verein die Mittel für die Verpflichtung eines hochkarätigen Mittelfeldspielers, der das von Mourinho angestrebte Spielsystem lenken soll. Real Madrid unternimmt große Anstrengungen, seinen Kader zu verjüngen. Gesucht werden Spieler mit einem ganz anderen Profil als jene, die in den letzten Jahren verpflichtet wurden. Ziel ist es, dass die Spieler sofort nach ihrer Ankunft Leistung bringen und zudem schlechte Angewohnheiten ablegen, die in der jüngsten Vergangenheit immer häufiger auftraten. Also, ihr habt es selber gelesen. Real Madrid oder José Mourinho hat die Schlüssel zu den Transfers. Er möchte ein anderes System und er sucht so einen Box-to-Box-Vollblutspieler wie einen Enzo Fernandes. Und um das Geld zu generieren, am liebsten Camavinga, aber Camavinga möchte nicht. Dann steht ein Tchouaméni an zweiter Stelle hinter Camavinga, der ein sehr schmerzhafter Verkauf wäre. Für mich der beste Spieler in dieser Saison mit einem Arda Güler und einem Courtois. Also würde schon sehr, sehr wehtun. Und die komplizierteste Variante, die dritte Variante, vor der ich euch schon vor einem Monat oder so auf diesem Kanal erzählt habe, ist Fede Valverde. Ihr wisst, in der Kabine soll es eine Stimmung geben gegen den Uruguayer. Er soll für sehr viel Unruhe gesorgt haben, etc. pp. Und so wie es aussieht, ist es der komplizierteste Transfer, aber auch einer, der in Betracht bezogen wird von Real Madrid. Und wenn ihr mich fragt, wenn es nur um den Fußball geht, ist für mich ein Fede Valverde besser als ein Enzo Fernandes und besser als ein Matheus Fernandes. Also, wenn es nur ums Fußballerische gehen würde, würde ich das niemals machen. Wenn die ganze Kabine sagt, der ist ein fauler Apfel, der sorgt für Unruhe, der sorgt für Palaver, wir haben die Schlägerei mit Tchouaméni, wir haben die Szenen mit Xabi Alonso, die unschön gelaufen sind. Ja, wenn es um die Gesundheit der Kabine von Real Madrid geht, da ist meine Liebe zu Madrid größer als die Liebe zu jedem Einzelspieler, der jemals bei Real Madrid war. Ja, bin ich gespannt. Meine große Hoffnung ist einfach, dass ein Fede Valverde mal Revue passieren lässt während der WM, sich überlegt, warum hat die Kabine dieses Bild von mir, was habe ich falsch gemacht und er jetzt weiß, ich bin der erste Kapitän von Real Madrid, ich entschuldige mich bei der ganzen Kabine und bin ab jetzt ein vorbildlicher Kapitän. Und dann brauchen wir über den ganzen Quatsch nicht diskutieren. Das ist meine persönliche Meinung. Und wenn ich zwischen Camavinga und Tchouaméni einen abgeben müsste,
wäre es eher Camavinga. Doch ich bin gespannt, was eure Meinung ist. Es zählt hier nicht nur meine, ich bin auch interessiert daran, was eure Meinung ist. Lasst eure Meinung zu diesem gesamten Video zum Fall Negreira, zum Fall Tchouaméni, Valverde, Camavinga gerne in den Kommentaren. Wenn ihr schon mal da seid, seid so nett, liked dieses Video, hype dieses Video, lasst ein Follow da und ich hoffe, wir sehen uns heute alle um 5 Uhr wieder beim Watchalong. Weh, ich stehe auf und da ist geil. Also, wir sehen uns heute früh, morgen früh, wann auch immer. Bis dahin. À la Marie!